Hallo, Freunde der Werkstatt! Heute testen wir dieses Ladegerät von der Firma ISDT und zwar das N8. Das hat 8 Steckplätze. Die haben auch noch größere mit 16 oder 24. Mitgeliefert ist diese Bedienungsanleitung auf Chinesisch oder Englisch und so ein USB-C-Kabel. Ein Ladegerät ist nicht dabei. Es hat hier einen USB-C-Anschluss. Ihr könnt hier ganz ein normales Ladegerät verwenden von eurem Handy. Dieses Teil braucht jetzt, damit ihr mit der vollen Leistung alles laden könnt, muss ich schon schauen, glaube 18 Watt. Jawohl, 18 Watt. Ich stecke das Teil mal ein. So, da wird mir jetzt angezeigt, mein Ladegerät hat 9 Volt, 18 Watt. Aber eben, ihr könntet da auch ein altes Ladegerät einstecken. Ihr könnt dann halt vielleicht nicht alle Slots mit der vollen Leistung laden. Dieses hier zum Beispiel hat nur 5 Volt, 10 Watt. Gut finde ich an dem USB-C-Anschluss, ich kann meine Batterien auch im Auto laden. Ich brauche nur so einen Zigarettenanzünder. Das ist sogar noch ein starker PD-fähig, also der hat richtig Leistung. Oder ich habe auch hier in meinem 20 Jahre alten VW-Bus mal ein Schnellladegerät eingebaut. Das kann sogar Notebooks laden. Habe ich auch mal ein Video gemacht. Die Verarbeitung ziemlich gut. Ich glaube ein Aluminiumgehäuse. Sieht hochwertig aus. Gut, was kann das Teil? Das kann Doppel-A und Triple-A Batterien laden. Etwas anderes geht nicht rein, nur diese Baugrößen. Kann man da so einstecken. Übrigens verwendet natürlich nur wieder aufladbare Batterien. Diese Wegwerfbatterien könnt ihr natürlich nicht laden. Das ist nicht so gut. Was viele auch nicht wissen, diese Batterien haben 1,5 Volt und die wieder aufladbaren 1,2 Volt. Also wenn ihr zum Beispiel in eurer Fernbedienung wieder aufladbare Akkus reinmachen wollt, kann es unter Umständen sein, dass die Fernbedienung das nicht akzeptiert, weil die nur 1,2 Volt haben und eben die Wegwerfdinger 1,5. Bei mir funktioniert ziemlich alles damit. Gut, bevor dass wir hier anfangen, muss ich sagen, die Slots, die machen alles dasselbe. Wenn wir den gestartet haben, kann ich hier mal meine Einstellungen vornehmen. Ich drücke hier lange drauf, dann kann ich hier Laden, Entladen, Aktivierung und Analyse. Aktivierung, wenn eine Batterie zum Beispiel nicht mehr von Ladegeräten erkannt wird, kann ich so versuchen, die wieder zu laden. Vielleicht kann man sie so retten. Analyse, sehr interessant. Da wird die Batterie geladen, entladen und wieder geladen. Und am Schluss sehen wir die Kapazität, die die Batterie noch hat. Ich gehe noch mal schnell ins Laden zurück. Dann hier kann man den Akkutyp, also die Zellchemie auswählen, entweder auf Auto oder was auch immer man hier einstellt. Ich gehe jetzt mal auf NIMH. Aktivierung habe ich nicht herausgefunden, was das ist. Wenn es jemand weiß, schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Dann hier Strom einstellen, das finde ich noch geil. Man kann von 0,1 bis 1,5 Ampere kann man alles einstellen. Ich schaue jetzt mal schnell hier, was haben die? Ja, optimal laden mit 480 mA. Ich stelle jetzt mal 0,5 Ampere ein. LCD-Helligkeit kann man verstellen. Das Gepiepse kann man hier einstellen. Sprache hat diverse Sprachen, die man auswählen kann. Hier kann man das Gerät selbst testen, ob das in Ordnung ist. Ja, das Gerät ist in Ordnung.
Gut, Systeminformationen, da könnte man das Teil am PC anschließen, aktuelle Firmware runterladen. So, und zurück. Jetzt stecken wir die mal ein. Nehmen da eine kleine und eine große. Wir sehen jetzt, sind wir hier auf Steckplatz Nummer 5, also hier. Die ist bei 97%, wird nun geladen. Den Innenwiderstand sehen wir noch. Übrigens, das könnt ihr nicht ganz so vergleichen mit den Profi-Geräten, denn die haben so eine 4-Punkt-Messung. Aber es gibt einem immerhin schon mal einen Anhaltspunkt. Wenn ihr wissen wollt, wie man Batterien von A bis Z richtig testet, könnt ihr gerne auf meinem Kanal dieses Video anschauen. Ihr könnt mir auch gerne ein Like dalassen, das hilft meinem Kanal extrem viel und ist absolut gratis. Ich wechsle jetzt mal schnell zu Batterie Nummer 6. Die ist bei 90%, bei 1,35 Volt, eben hier die eingestellten 0,5 Ampere. Und eben wie gesagt, das machen alle das gleiche. Also diese Batterie und diese wird jetzt mit diesen 0,5 Ampere geladen. Also ich würde hier nicht Zellen mischen, wenn zum Beispiel die mit einem Ampere geladen werden kann und die aber nur mit 0,2, dann würde ich die nicht mischen, weil sie alles das gleiche machen. Gut, ich kann jetzt auch hier umschalten, zum Beispiel auf Entladen. Jetzt seht ihr hier, das wird jetzt entladen, auch Zelle Nummer 6 wird entladen. Jetzt schauen wir uns mal noch den Test an. Gehen wir hier auf Analyse. Jetzt werden die Zellen zuerst komplett geladen, dann entladen und dann wieder geladen. Und dann können wir sehen, wie viel Kapazität die Batterie noch hat und wissen so, ob die noch gut ist oder nicht. Ich lasse das jetzt mal schnell durchlaufen. Ich musste den Test wiederholen, da ich aus Versehen den Strom ausgeschaltet habe. Ich habe hier 2 alte Zellen reingetan und den Test wiederholt. Ihr seht, die wurde geladen, entladen und wieder geladen. Hat jetzt noch 99 mAh. Auch Nummer 6 hat 89 mAh von den ursprünglich 1000. Also die kann man eigentlich wegwerfen. Die ist nichts mehr wert. Die hat nur noch 10% ihrer ursprünglichen Kapazität. Also meine Meinung zu diesem Gerät, ich finde es geil, hat viele Funktionen, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich bin zwar kein großer Fan von diesen Touch-Displays, aber das liegt häufig an meinen Fingern, dass ich da ab und zu 2-3 Mal drücken muss, damit es reagiert. Das Display und auch das Menü ist wirklich kinderleicht zu verstehen, ist wirklich sehr gut gemacht. Kann ich empfehlen. Ich habe von der Firma ISDT auch noch dieses Ladegerät bekommen, mache ich auch noch ein Video. Das auch sehr interessant, denn es kann zusätzlich auch noch diese Lithium-Ionen-Zellen laden, entladen, Kapazitätstest und so weiter. Zum Beispiel diese 18650er Zellen oder auch 20700er. Hier passen 4 Stück von den AA rein oder eben von den großen 2 Stück so. Und dieses Gerät hat noch viel mehr Möglichkeiten, unabhängige Slots und vor allem, was ich noch nie gesehen habe, Ladeschlussspannung kann man hier einstellen. Folgt in einem meiner nächsten Videos. Wenn ihr Erfahrungen habt mit diesem Gerät oder auch andere Ladegeräte kennt, die ihr geil findet, schreibt es doch gerne in die Kommentare unten rein. Daumen hoch nicht vergessen und Dankeschön fürs Zuschauen. Schöne Festtage. Bis zum nächsten Mal.